In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, die Bollinger Bänder zu nutzen, um ein Kauf- oder Verkaufssignal zu erzeugen. Und wir werden den MACD als Filter verwenden. Lassen Sie uns also herausfinden, wie man das mit MQL4 macht. Um zu beginnen, klicken Sie bitte auf das kleine Symbol hier oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Jetzt sollten Sie das Fenster MetaEditor sehen und hier haben wir die vorprogrammierte Lösung. In meinem Fall mache ich eine Include-Funktion für das Bollinger Bands Modul und für das MACD-Modul. Beides sind separate Dateien und die Include-Funktion kann den Inhalt dieser Dateien importieren. Sie werden kompiliert, wenn Sie das Hauptmodul kompilieren, also das Modul mit der OnTick-Funktion. Und hier erstellen wir eine Textvariable für das Handelssignal und eine weitere Textvariable für den Filter. Und um das Handelssignal zu erhalten, öffnen wir eine Funktion namens CheckEntry-Bollinger. Und um ein Filtersignal zu erstellen, öffnen wir eine Funktion mit dem Namen CheckEntry-MACD. Und wenn wir ein Kaufsignal haben und der Filter für den MACD ebenfalls sagt, dass wir kaufen sollten, und wenn der Rückgabewert für Orders total gleich 0 ist, würde das bedeuten, dass alle Bedingungen für ein Kaufsignal gut sind. In diesem Fall verwenden wir OrderSend, um einen Buy-Trade für 10 Mikrolots zu eröffnen. Andernfalls, wenn das Handelssignal Verkaufen lautet, der Filter ebenfalls Verkaufen lautet und wir keine offenen Positionen haben, verwenden wir OrderSend, um einen Sell-Trade für 10 Mikrolot zu eröffnen. Schließlich verwenden wir die Kommentaranweisung, um das Handelssignal und das Filtersignal auf unserem Chart auszugeben. Das war's für das Hauptmodul. Für das Einstiegssignal und das Filtersignal verwenden wir vorprogrammierte Einstiegsmodule, die wir zuvor erstellt haben. Wenn Sie nicht wissen, was all dieser Code hier bedeutet, sollten Sie sich vielleicht eines der anderen Videos aus unserer Basis-Videoserie ansehen. Oder vielleicht ist sogar der Premium-Kurs für Sie interessant. Den finden Sie auf unserer Website und es gibt auch noch weitere vorprogrammierte Quellcodes in unserem Shop. Das war's also. Sobald Sie alle 3 Module installiert haben, können Sie auf die Schaltfläche Kompilieren klicken. Das war's. Und wenn Sie keine Fehler haben, können Sie auf die kleine Schaltfläche hier klicken oder die F4-Taste drücken, um zu MetaTrader zurückzukehren, und in MetaTrader klicken Sie auf Ansicht, Strategietester oder drücken Sie STRG und R. Markieren Sie hier die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Jetzt läuft unser kleiner Expert Advisor. Der Expert Advisor scheint also zu funktionieren. Lassen Sie uns nun für ein paar Sekunden auf volle Geschwindigkeit gehen. Sie sehen, dass wir mehrere Positionen geöffnet haben. Jetzt halten wir das Ganze an und klicken auf die Registerkarte für die Verlaufsgrafik. Wir haben hier ein paar Positionen. Es sieht also so aus, als würde unser Expert Advisor wie erwartet funktionieren. Und in diesem kleinen Video haben Sie gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der Kauf- und Verkaufssignale berechnen kann, indem man ein externes Modul für die Bollinger Bands verwendet. Sie haben auch einen Filter für das MACD-Signal verwendet und das alles mit ein paar Zeilen MQL4-Code selbst programmiert.